Wir benötigen weißen Filzstoff, eine Heißklebepistole, 2 Holzkugeln mit unterschiedlicher Größe, dann ein Draht, dieser hier hat 1,5 mm, Makramee-Garn mit einer Stärke von 3 mm und eine Schere. Ich habe mir jetzt 60 cm von dem Draht ausgeschnitten und ihn ungefähr in eine Eiform gelegt. Und dann schneide ich mir ungefähr 3 Meter von dem Makramee-Garn ab und greife den Faden erstmal in der Mitte. Und dann machen wir im Grunde einen Kreuzknoten. Also wir legen den Faden hinter den Draht und dann legen wir den linken Faden über den Draht und unter die rechte Schnur. So, und dann nehmen wir den Faden und legen den unter den Draht und von unten nach oben durch diese Schlaufe nach oben. So, und dann bildet sich ein Knoten, den wir einfach zuziehen. Und das wiederholen wir dann die ganze Zeit. Wenn der Faden dann ausgeht, nimmt man sich dann einfach einen neuen. Ich habe hier nochmal 2 Meter abgeschnitten und verknotet das dann einfach so wie eben, nur dass man die 2 Fäden damit einknotet. Wenn man dann die gewünschte Größe erreicht hat, kann man das Ganze hier so ein bisschen miteinander verzwirbeln. Und abschneiden. So, dann kann man noch ein paar dieser Knoten da drüber legen. So, und die Enden der Fäden kann man dann als Aufhängung benutzen. Als nächstes schneiden wir uns einen Faden ab und machen einen Knoten an ein Ende. Und dann fädeln wir erst die große Kugel und dann die kleine Kugel auf den Faden. So, als nächstes geben wir so einen Tropfen Heißkleber auf den Knoten drauf, damit der quasi in der Kugel verschwinden kann. Als nächstes verknoten wir den Faden hier oben bei der Aufhängung oder kleben da auch noch mal mit Heißkleber den Faden fest. Dann schneiden wir uns noch die Hasenohren aus. Und dann steckt man die einfach hier oben in die Öffnung rein. Und ich habe jetzt noch so eine kleine Filzkugel als Puschel. Die klebe ich auch noch mal hier unten hin.
dann sind wir auch schon fertig.